Hallo liebe Freunde, was fällt euch ein, wenn ihr hier am Ufer des Trevensees steht? Klar, baden gehen, Boot fahren, zur Not vielleicht Rad fahren, aber ihr werdet es nicht für möglich halten, man kann hier auch wunderschön wandern und eine von diesen Wanderungen möchte ich euch heute vorstellen. Und egal für was ihr euch entscheidet, ich wünsche euch ganz viel Spaß hier oben auf der Mecklenburger Kleinseenplatte. Am Trevensee und wirklich mitten im Wald finden wir den offiziell als C10 bezeichneten Campingplatz von Haveltourist. Dieses Naturidyll würde ich euch als einen von theoretisch 3 möglichen Startpunkten unserer heutigen knapp 12 Kilometer langen Tour empfehlen. Natürlich nicht ohne vorher noch einmal tief von der wunderschönen Atmosphäre am See geschnuppert zu haben. Fertig umgesehen gehen wir zum offiziellen Eingang hinaus und zunächst auf Asphalt die Zufahrtsstraße, aber lediglich 200 Meter. Denn dann biegen wir zumindest heute nach rechts ab. Und ab jetzt könnt ihr zunächst die Welt komplett vergessen. Nichts als Sand, Kiefern und Ruhe warten auf uns. Könnte man jedenfalls denken. Doch wartet ab. Denn weit haben wir nicht zu gehen und wir erkennen zur Linken die erste von für diese Gegend typischen Waldwiesen. Uns gegenüber befindet sich der Schreiesee, versteckt in diesem Waldstück. Allein wir können ihn nicht erreichen. Er gehört neben dem Roten Moor, welches wir uns bereits angesehen haben, zu den hier anzutreffenden Moorgebieten und die ihm vorgelagerten Bruchwiesen verwandeln sich langsam, aber sicher zurück. Denn die Spuren der durchgeführten Melioration sind an diesem früheren Entwässerungsgraben noch zu erkennen. Knapp 500 Meter weiter stoßen wir auf weitere Spuren der früheren Nutzung, nämlich den alten Rinderstall der LPG Ahrensberg. Die Tiere sollten hier draußen die Weiden nutzen. Doch Voraussetzung war, diese Wiesen mit Hilfe der gerade angesprochenen Melioration trockenzulegen und das Wasser des Moors bzw. der Wiesen in den Trevensee zu pumpen. Gute oder schlechte Idee? Wie dem auch sei. Wir folgen dem Feldweg und sehen an dessen Ende, die Natur holt sich ihren Anteil zurück und zumindest die Vogelwelt, welche sich so schwer tut, auf die Linse bannen zu lassen, erfreut's. Zumindest ich war ganz verträumt, als wir das Ende der Koppel am Klednobruch erreicht hatten und musste mich zunächst orientieren, denn Ausschilderung gibt es für diesen Weg nicht. Nutzt bitte die GPS-Daten, welche ihr wie immer unter dem Video in der Beschreibung findet. Und nicht nur dieser kleine lustige Kobold hielt mich in seinem Bann. Obendrein mit etwas Glück finden wir statt der früheren Rinder die neuen Bewohner und Nutzer dieser inzwischen wieder feuchten Wiesen. Doch konzentrieren wir uns wieder auf den Weg, queren die Wiese mittels des Feldweges, welchen wir schon eine Weile folgen, und tauchen in das Waldstück gegenüber ein. Eigentlich könnte man hier die Ruhe genießen, jedoch folgender kleiner Waldbewohner hielt mich in Atem. Allein er und seine Artgenossen waren immer so flink, es war einfach nicht zu schaffen, ihn zu fotografieren. Leider an jeder Ecke immer nur zu hören, was ja auch sehr schön ist. Noch sind die Bäume zwar kahl, aber schaut, lange dauert es nicht mehr. Aus dem Wald getreten finden wir nicht nur einen weiteren der typischen Sandwege, sondern diesen idyllischen Blick und weiteren neuen Wiesennutzern. Den Einsturz des Hochstandes hat zum Glück die Bank überlebt. Zeit und Gelegenheit fürs Mittagessen mit einem tierischen An- und Ausblick, wenn es auch hier fotoscheue Typen gibt. Gesättigt gehen wir weiter durch den himmlischen Sand. Irgendwie fühlt es sich wie Urlaub an. Weit müssen wir auch nicht gehen und wir stoßen auf den Ortsrand von Klein Treppow, einem weiteren möglichen Startpunkt. Links abbiegen ist an dieser Kreuzung die Devise. Nicht ohne diesen idyllischen und friedlichen Anblick noch einmal zu genießen. Zumal sich zu unserer Rechten einige der schönsten Bewohner von Klein Treppow zur Begutachtung eingestellt haben. Bei diesen weiten Wegen und Wiesen war es, zumindest für mich, Zeit zum Erinnern.
In meiner Kindheit habe ich es gehasst, wenn ich mit meinen Eltern hier oben wandern gehen musste. Alles war endlos weit und gleich anzusehen. Heute sehe ich das anders. Diese Region verbreitet so viel Ruhe und Frieden. Wie empfindet ihr denn das, wenn ihr hier oben seid? Und so viel zum Stichwort flach. Schließlich erreichen wir eine besonders interessante Stelle, für die wir uns unbedingt Zeit nehmen sollten. Die sogenannte Adlerwarte. Nutzen wir also die extra aufgestellten Bänke und warten. Aber trotz aller Warterei, die hohen Herrschaften wollten sich einfach nicht zeigen. Allen, die neugierig auf die Fischadler von Klein Treppow und ihre spannende Geschichte sind, kann ich jedoch die entsprechende Homepage wärmstens ans Herz legen. Wir verlassen dieses spannende Freilichtkino und folgen weiter unserem Weg. Zur Linken immer wieder schön anzusehen diese Bruchwälder. An der ersten Kreuzung finden wir ein Hinweisschild, unter anderem in Richtung Below-Terofen. Aber das soll heute nicht unser Ziel sein. Wir heben es uns für später auf und biegen deshalb nach links ohne Schild ab. Die Vegetation, wie ihr sehen könnt, bleibt gemischt und interessant. Genießt es einfach. Schließlich erreichen wir das nächste wirkliche Highlight, den grundlosen See. Hier gehe ich schon seit über 50 Jahren her und fühle mich jedes Mal verzaubert von diesem Juwel der Natur. Und warum auch immer, unwillkürlich muss ich hier an das Buch aus unserer Jugendzeit Käuzchen Kuhle denken. Lösen wir uns trotzdem, früher oder später, faszinierend und verträumt habe ich mich jedenfalls auf den Weg gemacht. Theoretisch könnten wir hier nach diesem Waldsee auch rechts in Richtung Rotes Moor oder Wesenberg abbiegen, aber das heben wir uns für eine spätere Wanderung auf. Ebenso stoßen wir auf den weiteren Abschnitt auf mehrere Möglichkeiten, um links abzubiegen und den Weg zu variieren. Viele Wege führen zwar nach Rom, wie wir schon von meiner Pilgerreise wissen, aber heute geht's für die nächsten 2 Kilometer geradeaus. Schließlich stoßen wir auf alte Spuren früherer Waldnutzung des Harzens. Bei unserer Suche nach dem größten Baum Thüringens haben wir uns bereits über dieses Thema unterhalten. Hier in der Mecklenburger Region war diese Nutzung früher ebenfalls weit verbreitet. Neuerlich wird es offensichtlich nicht mehr angewandt. Die Narben an den Bäumen sind jedoch auch heute nicht zu übersehen. Seht ihr, unser nächstes Zwischenziel ist nahe. Nämlich die Straße nach Wesenberg. Auf dieser schwenken wir links ein und schon liegt das verträumte Dörfchen Ahrensberg vor uns. Der mögliche Startpunkt Nummer 3. Logisch, auch hier gibt es viele Varianten und Möglichkeiten. Beispielsweise könnte man direkt links in den Galgenbruch abbiegen. Wer das, man soll es nicht glauben, bis 1973 selbstständige Dörfchen jedoch noch nicht kennt, der sollte es sich zumindest einmal ansehen. So überqueren wir die alte Havel, welche hier hinten schon ziemlich verlandet ist, gehen vorbei an den heute schön sanierten, früher ärmlichen Kaden, um die 1767 errichtete Fachwerkkirche zu erreichen. Habt ihr Glück und sie ist geöffnet, werdet ihr den Besuch nicht bereuen. Nach dem Friedhof biegen wir links in den Fahrweg ein, welcher uns in Richtung See vorbei an einigen Bungalows führt. Unten angekommen laufen wir mehr oder weniger quer über die Wiese und stoßen wieder auf den angekündigten Trevensee. Ich finde ihn immer wieder schön.
Satt gesehen überqueren wir mittels der Fußgängerbrücke die alte Havel. Dem schmalen Fußweg in Seenähe folgen wir nunmehr, welcher Ruhe und Entspannung vermittelt. Wer möchte, der findet sogar eine kleine Stelle, um sich in die Fluten zu stürzen oder einfach den Zauber des Sees zu genießen. Keine 500 Meter gegangen und wir erreichen die offizielle Badestelle, auch wenn Steg und Sprungturm inzwischen den blühenden Landschaften gewichen sind. Dafür gibt es jetzt ein besonders interessantes und hilfreiches Hinweisschild. Denn wer von euch wäre auf die Idee gekommen, in einem See könnte man ertrinken? Gut, dass wir unsere Bürokraten haben, welche uns darauf hinweisen. Doch lassen wir uns die gute Laune nicht verderben und genießen das schöne Schauspiel der Natur. Auf geht's zum letzten knappen Kilometer. Dazu biegen wir an der ersten Kreuzung rechts ab, folgen dem Waldweg in Richtung Campingplatz und genießen die herrliche Natur um uns herum. Und seht ihr, schon haben wir unseren Start bzw. das Ziel, den Campingplatz am Trevensee, wieder erreicht.